die Erkenntnisse, die wir in der Forschung haben, erkenntnisgeleitet, wirklich in eine Innovation, in die Industrie, in den Markt zu bringen. Das ist für mich die ganze Pipeline des Wissenschaftstransfers. Wir machen 3D-Druck vom Feinsten, sozusagen additive Fertigung auf der Mikrometerskala. Das heißt Objekte, die so klein sind wie ein Staubpartikel, aber auch so groß sein können wie ein Zuckerwürfel. So skalierbar ist die Technologie. Der Wissens- und Technologietransfer ist einfach essentiell. Wir haben hier enge Anbindungen sowohl für die Materialentwicklung als auch Kooperation, Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Schlüsseltechnologien und dann aber auch in Förderprojekten häufig Richtung Anwendung orientiert. Was kann man tatsächlich nicht nur einen Technologie-Push machen, sondern was hat einen guten Fit zu Marktbedarfen? Ineratec produziert synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels. Und E-Fuels sind Kraftstoffe, die aus grünem Wasserstoff und aus dem Treibhausgas CO2 hergestellt werden. Ein Alleinstellungsmerkmal, was ich am KIT sehr schätze, ist die sehr enge Verknüpfung von Lehre, von Wissenschaft, von Technologietransfer, von Grundlagenforschung, aber auch von angewandter Forschung nahe der Industrie. Der Austausch zwischen Forschung und Wirtschaft ist für mich essentiell, weil ich relevante Forschung betreiben möchte. Ich möchte Forschung betreiben, die vielleicht nicht morgen direkt umgesetzt werden kann. Sie ist erstmal erkenntnisgetrieben, aber sie sollen Mehrwert für Gesellschaft, für diesen Wohlstand bringen und deshalb ist dieser Austausch immens wichtig. Gerade Standort Karlsruhe mit dieser Digitalisierungsumwelt, Cyberlab und alles, was wir haben, Technologiefabrik, Technologieregion, ist gerade für die neuen Startups, die ja sehr softwaregetrieben sind, hervorragend geeignet. Der größte Teil unserer Zulieferer kommt aus einem Umkreis von maximal 3 bis 4 Stunden Autofahrt. In einer Stunde in Frankfurt am Flughafen und von dort Direktverbindungen fast überall in alle Welt. Das sind ideale Voraussetzungen für Hochtechnologie-Ausgründung. Das KIT hat insbesondere in den ersten Jahren sehr stark begleitet, die Technologie, die dort in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurde, in den Markt zu bringen und uns damit zu helfen, unabhängig zu werden, stark zu wachsen. Hier gibt es auch die Gründerkultur. Es gibt die Gründungsförderung, das Innovations- und Relationsmanagement schafft hier ausgezeichnete Voraussetzungen. Und hier kann man wirklich Unternehmen gründen und erfolgreich durchstarten. Die Kontakte zu Hochschulen von innovativen Unternehmen sind essentiell wichtig, um die Technologien, die Erfindungen, die gerade gemacht werden, möglichst schnell in den Markt zu bringen, in die Marktreife zu bringen und dann natürlich auch sofort einzusetzen. Für mich muss das KIT Ort der Forschung bleiben. So wichtig Transfer in die Gesellschaft und Kommunikation in die Gesellschaft ist, dürfen wir den Erkenntnisgewinn nicht vernachlässigen. Und das wird in Zukunft eben immer wichtiger, diese Transmissionsriemen in die Gesellschaft hinzubekommen, weil unsere Themen immer komplexer werden.